Heute haben wir die Trendstone-Platte in 3 verschiedenen Farben verbaut, haben hier die ungebundene Bauweise gewählt. Dies ist auch die wirtschaftlichste Art und Weise, eine Beton-Werksteinplatte zu verbauen. Nachdem man die Schottertragschicht errichtet hat, beginnt man nun sukzessive die Bettung aufzubauen. Hier gibt die ZDV Wegebau eine Mindestdicke von 3 bis 5 cm vor. Bei unseren Beton-Werksteinplatten empfiehlt es sich, eine Körnung von 1 bis 3 bzw. 2 bis 5 zu verwenden, um ein kapillares Saugen zu verhindern. An jeder gelieferten Palette aus unserem Hause befindet sich eine Produktfahne. Hier gilt es, die Rückseite zu beachten, denn dort ist immer der jeweilige Einbauhinweis zum Produkt niedergeschrieben. Nachdem man die Bettung ausgebracht hat, wird die Beton-Werksteinplatte in dieses Bett gelegt. Hier ist eine 3 mm breite Fuge auszubilden und diese sollte dann fixiert werden mit Hilfe von Fugenkreuzen. Um einen regelgerechten Fugenabstand von 3 mm zu erzielen, bietet es sich an, sich speziell dazu Fugenabstandslehren zu bauen. Im Anschluss bleibt die Fuge gänzlichst offen. Dies hat einige Vorteile. Zum einen ist natürlich ein Wasserabfluss entsprechend gewährleistet. Anstauende Feuchtigkeit aus dem Untergrund kann entsprechend auch wieder über die Fuge entweichen. Aufgrund der ausgebildeten Fuge von 3 mm können keine Kantenablassungen entstehen. Zudem ist die Fuge im Anschluss offen zu lassen. Dementsprechend kann kein Unkrautwachstum stattfinden, weil keinerlei Nährboden für Unkrautwachstum vorhanden ist. Dadurch, dass kein Fugenmaterial in die Fuge eingebracht wird, ist ein schnelles Abtrocknen möglich. Wenn man die Terrassenplatte im 1/3 oder Halbverband versetzt, ist es natürlich im Randbereich notwendig, Terrassenplatten zu schneiden. Um hier eine perfekte Arbeit abzuliefern, ist es möglich, dass man die Schnittkante nachfasst. Dies kann man mit Hilfe einer Steinflex machen, um dann die gleiche Optik zu wahren wie im Bereich der werkseits gelieferten Phase. Gibt es die Möglichkeit, sich Phasenlack von der Firma Rinn mitliefern zu lassen. Generell ist es wichtig, dass man gerade auch im Bereich von Terrassenflächen eine Randeinfassung vorsieht. Hier finden Sie unter dem Kapitel Einfassungen in unserem Ideenkatalog nähere Informationen. Um kleinere Höhentoleranzen in der fertig verlegten Fläche auszugleichen, hat man die Möglichkeit, mit Hilfe eines Kantholzes und eines Gummihammers diese zu egalisieren. Ganz wichtig, dass hier ein Kantholz zur Hilfe genommen wird, um Punktlasten auf die Beton-Werksteinplatte zu vermeiden. Dies verhindert schlussendlich Haarrisse im Bereich der Beton-Werksteinplatte und man hat eine nachhaltige und langlebige Fläche hergestellt.